Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein besonderes Apfelrezept für euch. Gestern habe ich am Hof Merten bei uns in der Nähe Äpfel gepflückt und ich kann es kaum erwarten, mit euch etwas Wundervolles daraus zu zaubern. Diese leicht säuerlichen Äpfel sind perfekt für einen festlichen Bratapfellikör, der den Geschmack des Herbstes in euer Zuhause bringt. Mit nur wenigen Zutaten, darunter brauner Kandis und winterliche Gewürzmischung, könnt ihr ganz einfach ein tolles Geschenk für die Weihnachtszeit kreieren. Lasst uns gleich loslegen. Für das Rezept brauchst du natürlich den Hauptzutat Äpfeln. Ich habe leicht säuerliche Äpfel genommen. Dann brauchen wir auch noch eine Zitrone. Wenn du es nicht so sehr magst, dann kannst du die Zitrone auch weglassen. Dann brauchen wir Kardamom. Ich habe hier 15 Kardamomkapseln. Du kannst aber auch weniger nehmen. Dann brauchen wir noch eine Vanillestange, 5 Zimtstangen, brauner Kandiszucker und dann brauchen wir auch noch Alkohol. Ich habe diesmal braunen Rum genommen, weil es eine schöne würzige Geschmack hat und ich finde, es passt perfekt zu den anderen Aromen in diesem Likör. Aber wenn du magst, kannst du auch weißen Rum, Wodka oder Korn anstatt nehmen. Dann brauchen wir auch noch einen Einmachglas und ganz wichtig, den Einmachglas vor dem Zubereiten sterilisieren. Erst die Äpfel in lauwarmem Wasser gut waschen. Danach werden wir die Äpfel vierteln und die Kerngehäuse entfernen. Ich habe auch ganz kleine Äpfel gepflückt. So, die war jetzt nicht so klein, aber ganz kleine Äpfel, die waren mir zu schade, niemand nimmt die, aber die sind auch perfekt für den Likör. Deswegen müssen die Äpfel jetzt nicht unbedingt ganz groß sein. Man kann jede Art Äpfel für den Likör nehmen. So, und dann die Äpfel, wie gesagt, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Die geschnittenen Äpfel in das Einmachglas geben. Dann brauchen wir noch Zitronenschale. Versuche nur das Gelbe zu bekommen, so ganz vorsichtig, weil das weiße Teil der Schale etwas bitter sein kann. Und ich weiß nicht, aber kann auch sein, dass es dann im Likör oder den Likör etwas Bitterkeit gibt. Deswegen nur das Gelbe. Dann noch die Vanillestange längs aufschneiden und dann das Ganze in die Einmachglas geben. Ich gebe die Zitronenschalen dazu, die Vanillestange, Zimtstangen und die Kardamomkapseln, dann das Kandiszucker, dann das Rum dazu gießen, so dass das Ganze schön bedeckt ist. Es ist ganz voll geworden. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, jetzt durchzumischen, aber ich werde versuchen, so das Ganze kurz vermischen. Nur kurz vermischen, so dass es etwas vermischt wird, dann den Glas schließen. Und wir können den Likör noch schütteln, so können wir das Ganze noch etwas einfacher vermischen. Und jetzt den Likör an einem dunklen, kühlen Ort einen Monat lang ziehen lassen und in dieser Zeit ab und zu wieder den Glas schütteln, so dass der Kandiszucker auch schmilzt und sich gleichmäßig verteilt und dass die Aromen auch sich gleichmäßig verteilen. Und wir sehen uns dann in einem Monat wieder.
Jetzt ist ein Monat vorbei und der Likör ist fertig. Bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich euch noch was sagen. Wenn es bei euch auch so ist, dass die Äpfel hier ganz oben bleiben, dann ist es ganz wichtig, dass ihr täglich den Likör so schüttelt. Und was ich auch gemacht habe, ich habe den Glas dann mal so gestellt und dann mal so gestellt. Dann wären die von beiden Seiten gut mit dem Alkohol bedeckt. Sonst, wenn man die einfach so lässt, kann es sein, dass die Äpfel hier oben sich verschimmeln, weil die mit Alkohol nicht bedeckt sind. Die zweite Option ist, das zu beschweren, irgendwas zu benutzen, um die Äpfel dann sinken zu lassen, so dass die immer unter dem Alkohol sind. So werden die auch dann nicht verschimmeln. Aber wenn du das nicht machen willst, dann ganz wichtig, immer schütteln und wenn es möglich ist, dann stell mal auch den Glas so, wie ich das gemacht habe. Und jetzt werden wir die Äpfel entfernen und den Likör in sterilisierte kleine Fläschchen gießen. Das war mein Bratapfellikör. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen und dass du auch inspiriert geworden bist, es selbst zu testen. Ich bin durch mein Zwetschgenlikör-Rezept inspiriert geworden, um eine Apfelvariante zu machen. Und wenn du den Zwetschgenlikör-Rezept verpasst hast, werde ich den Rezept für dich hier noch verlinken. Der Bratapfellikör ist wirklich schön würzig und aromatisch geworden. Es ist ein tolles Geschenk für die Wintermonate und auch für Weihnachten. An wen würdest du deinen Likör schenken? Schreib mir gerne in den Kommentaren. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.